Hallo Freunde, heute habe ich ein neues Rezept für euch. Ich bin sicher, es wird euch gefallen. Glaubt mir, es wird sehr lecker und schön. Ich nehme eine mittelgroße Zwiebel und schneide sie fein. Wie geht es euch, Freunde? Wie ist heute eure Stimmung? Schreibt mir bitte in die Kommentare. Jetzt der Knoblauch. Wie könnte es ohne Knoblauch gehen? Das ist mein Lieblingsgemüse. Ich schneide ihn auch fein. Ich nehme eine halbe Karotte und schneide sie in Streifen. Dieses ganze Gemüse macht unsere Suppe aromatisch und kräftig. In einem Topf erhitze ich etwas Olivenöl. Ich gebe das Gemüse hinein und brate es leicht an. Dieser Vorgang dauert etwa 10 Minuten. Sofort erfüllt ein wunderbarer Duft das ganze Haus. Wie ist heute das Wetter bei euch, Freunde? Bei mir regnet es draußen. Jetzt nehme ich 2 goldene Zucchini und schneide sie in Würfel. Wusstet ihr, dass Zucchini fast keine Kalorien haben? Dafür aber viele Vitamine für Herz- und Blutgefäße. Außerdem sind sie gut für die Verdauung. Man sagt, dass regelmäßiger Verzehr von Zucchini hilft, die Haut jung zu erhalten. Kocht ihr oft Gerichte mit Zucchini? Freunde, wenn es euch nicht schwerfällt, unterstützt bitte meinen Kanal. Ich fange gerade erst an, abonniert, gebt mir ein Like und schreibt einen Kommentar. Das motiviert mich, neue, leckere Rezepte für euch zu machen. Ich habe ungefähr 500 Gramm gewürfelte Zucchini. Jetzt schauen wir, wie es unserem Gemüse geht. Es ist schon gut angebraten. Das ist wunderbar. Ich gebe die Zucchini in den Topf und brate sie zusammen mit dem Gemüse etwa 5 Minuten bei mittlerer Hitze. Übrigens, wusstet ihr, dass Zucchini zu 95% aus Wasser bestehen? Und, sie helfen, überschüssige Flüssigkeit aus dem Körper zu entfernen und Leichtigkeit zu bewahren. Nach 10 Minuten sind die Zucchini weicher geworden und haben ein feines Aroma entwickelt. Jetzt gebe ich 750 Gramm Gemüsebrühe dazu. Das sind ungefähr 3 1/4 Tassen. Ich lasse alles 10 bis 12 Minuten bei schwacher Hitze köcheln. Ich habe frisches Brot. Brot war schon immer ein Symbol für Gemütlichkeit und Wärme im Haus. Wusstet ihr, dass der Duft von frischem Brot Stress abbauen und die Stimmung verbessern kann? Und natürlich kommt keine Suppe ohne ein Stück knuspriges Brot aus. Ich schneide es in Würfel und röste es in Olivenöl goldbraun. Das werden unsere aromatischen Croutons. Freunde, was ist eigentlich euer Lieblingsgericht? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, wie schön es ist, einfach innezuhalten und nirgendwo hinzueilen. Solche Momente machen das Leben besonders gemütlich. Unsere Zucchini sind fertig. Ich nehme den Mixer und püriere alles zu einer gleichmäßigen Masse. Es sollte eine schöne, cremige Suppe entstehen. Wusstet ihr, dass Cremesuppen zu den leichtesten Speisen für die Verdauung gehören und sich perfekt für das Abendessen eignen? Schaut mal, welche goldene Farbe unsere Suppe bekommt, Freunde. Manchmal scheint es, als würde der Mixer nicht nur arbeiten, sondern sein kleines Küchenlied singen. Und in diesem Moment wird die Suppe besonders zart und luftig. Ich gebe etwas Zitronenschale dazu und reibe sie auf der Reibe. Ich presse fast die ganze Zitrone in die Suppe. Das ist wichtig. So entsteht ein feiner, zarter Zitronengeschmack. Wusstet ihr, dass der erste geröstete Toast schon im alten Rom zubereitet wurde? Und außerdem galten Croutons lange Zeit als Nahrung für Reisende, weil sie monatelang haltbar waren. Jetzt gebe ich 100 Gramm pflanzliche Sahne hinzu. Ich salze nach Geschmack und füge schwarzen Pfeffer dazu. Sobald die Suppe aufkocht, verteile ich sie auf die Teller. Oben gebe ich die Croutons und etwas frische Kräuter dazu. Schaut mal, Freunde, was für eine Schönheit wir bekommen haben. Glaubt mir, das ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Ich empfehle euch von Herzen, diese Suppe zu Hause zu kochen. Vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.